In diesem Video seht ihr eine deutsche Artilleriebatterie aus dem Ersten Weltkrieg, die später in die Maginot-Linie übernommen wurde. Und ganz wichtig, liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Ich habe auf allen Kanälen den gleichen Namen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So Freunde, wieder ein kleines Lebenszeichen. Ist der letzte Tag, beziehungsweise der vorletzte Tag des großen Roadtrips mit Lucille. Bin jetzt heute nochmal 600 Kilometer in Richtung, also durch ganz Frankreich durch, in Richtung deutscher Grenze gefahren und bin hier schon wieder ein bisschen unterwegs. Ich schwenke mal um. Es ist hier schon wieder einen kleinen Dornenbusch ins Gesicht gekriegt. Hier schon wieder im tiefsten Busch unterwegs. Und zwar, das ist ein Revisit jetzt. Das zweite Mal hier. Bin wieder bei der Panzerfechte aus dem Ersten Weltkrieg mit diesen über 100 Jahre alten Soldatenmalereien, wenn ihr euch erinnern könnt. Ich verlinke das Video mal in der Videobeschreibung. Da haben wir letztens so eine große Artilleriebatterie eben vergessen. Und ich habe mir gedacht, das will ich mir nochmal anschauen. Aber jetzt gehen wir erstmal locker eine halbe Stunde hier durchs Gestrüpp. Eine Ewigkeit später. Jetzt müsste irgendwas zwischen 6:30 und 7 abends sein. Ja, überall die Pfoten verstochen, durch die Dornenbüsche, durchs Dickicht hochkrabbelt. Ich habe es geschafft. Bin auf der Artilleriebatterie. Den Teil habe ich jetzt vor 1,5, fast 2 Jahren, wo ich hier war, vergessen. Ach, das ist geil. Hier diese Panzerkuppeln, wo die Geschütze drin waren. Hier oben ein Einschlag. Ja, da ging, glaube ich, sogar durch, oder? Ja. Waren wahrscheinlich 75 Millimeter Geschütze. Ich vermute mal, dass die so Museum hier raus hat für so, da gibt es auch so Museumsbunkeranlagen, wo man geführt offiziell betreten kann. Ich denke mal, dass die rausgeholt haben. Aber ist das nicht geil hier? Mitten im Niemandsland, im Dickicht. Lass die Kuppel da drüben mal an. Also ordentlich verschoben. Oh, ich glaube, hier sieht man teilweise sogar noch diese Rutschen von den leeren Hülsen. Und kann sein, dass sogar noch hier Munitionskisten. Ja, hier. Das sind noch Halter von den Granaten da unten. Ich denke zwar nicht mehr aus dem Ersten Weltkrieg, aber ich schätze aus dem Zweiten. Wahnsinn. Da muss man nachher echt mal schauen, ob man da irgendwie reinkommen. Ist auf jeden Fall schon wieder absolut krank und geil. Das macht schon wieder richtig Bock. Ja, da ist ein Haufen Zeug drin. Ja, bin gespannt. Aber müssen wir uns dann nachher mal irgendwie einen Weg nach drinnen suchen. So Freunde, ich bin jetzt hier ans andere Ende von dieser Artilleriebatterie hin. Hier geht es 3 Meter runter oder 4. Was aber eine Türe, wie ihr sehen könnt. Hier. Ich versuche jetzt mal, Taschenlampe ist auch schon am Start. Hier seitlich schnell runter und außen rum. Ach, das sind schon wieder Dornen. Außenrum herunter reinzukommen. Ne? Ich glaube nicht, weil sonst hätte man es ja vor 1,5 Jahren auch gesehen. Ich glaube nicht, dass die Anlage, also die Batterie hier mit der anderen weiter hinten verbunden ist. Aber da schauen wir jetzt mal. So, dann Licht an und oh, diese scheiß Dornen. Und Abflug. Ja, schon da unten war hier. Zieh fix hier. Oh, wie war diese scheiß Dornen. Aber was macht man nicht alles, ne? Was macht man nicht alles? Damit ihr ein tolles Video bekommt. Okay, hier war mal Stacheldraht. Hier ist wieder Dornen. Wenn ich das abbrechen kann irgendwie. Oh, meine Güte. Okay, hier ums Eck. Meine Fresse. Ja, das ist eine ganz schöne Aktion hier. Okay. Die Steine sind bemoost, das ist arschglatt hier. Aber wir sind gleich unten. Das Aufpassen, haben uns ja auch so Fallen versteckt. So Löcher mit so Klingen drin. Solche Trittfallen. Aufpassen wie ein Hund muss man hier. Okay. Wir sind an der Tür. Nein, das Ding ist geflutet. Und zu. Scheiße. Okay, das wird wohl nichts.
Was heißt Kommando zurück? Scheiße. Wieder oben. War von hier unten, bin ja hochgekommen. Und da hinten im Eck, aus der Zaun, da komme ich vielleicht drum rum. Jetzt muss ich aber hier außen diese ganze Scheiße hier wieder runter. Nur rum. Ja, schwierig. Weg in den Weg. Ich versuch's mal hier. Hast du doch gelacht, wenn wir da keinen Eingang finden, oder? Da ist noch ein Zaun, okay. Die sind von da hinten rüber. Hier kann man da zurück wieder hoch. Aber ich finde schon. Nee, hier geht's auch nur. Jetzt. Sorry. Bin schon ein bisschen verplant. Aber das wird schon. Keine Panik. Keine Panik. Okay. Scheiße, diese Scheißdrecksdonne. Das ist so übel. Jetzt aber. Ich sage ja, aufpassen, mal hinten tritt hier. Hier war noch Schießschatten. Da war mal ein Einschlag. Oh ja. Leute. Ach du Scheiße. Ja, leck mich am Arsch. Mal großen Sprung, großen Schritt drin. Okay, das ist die erste Geschützkuppel von unten. Ah, Wahnsinn, Wahnsinn. War vielleicht auch, ja, war mit Sicherheit drehbar. Ah, da oben ist die Kuppel, da haben wir reingeschaut. Wir können der Leiter mal ein Stück hoch. Ja, der hebt schon noch. Hier in den Geschützraum hoch. Und Tatsache, hier stehen Granatenhalter, ne? Ich weiß nicht, ob erster oder zweiter Weltkrieg, ich tippe auf den zweiten. Und hier war 70 mm Geschütz vermutlich drin. Wahnsinn, absolut irre. Was hier nach 80 Jahren oder noch längerer Zeit hier alles noch rumsteht. Echt beeindruckend. Und hier, das ist die Rutsche, vermute ich für die verschossenen Hülsen. Dass die hier schwupp hier runterrutschen und irgendwo an eine Sammelstelle. Das ist echt heftig. Ist halt hier. Na, hier geht es noch weiter. Ja, die sind wahrscheinlich irgendwo hier unten ankommen dann. Ja. Ist das krass. Okay, schauen wir weiter. Vorsicht hier rüber. Das ist oder was heißt vermutlich wahrscheinlich wieder für manuelle Lüftung. Konnte mich hier drehen. Und das ist jetzt fest. Wer das erste Video von der Feste hier geschaut hat, der kann sich vielleicht erinnern. Da gingen sie noch, da konnte man noch drehen. Hier noch alte Holz. Ja, schau mal schnell hier rein. Hier liegt da noch irgendwelche Stoff rum, schaut aus wie noch. Ja, das ist wie Kleidung von damals, ne? Eine alte Holzkiste. Und hier ist noch so ein Klapptisch. War wahrscheinlich auch vielleicht so ein Kommandoraum oder was. Da noch so Druckreiche. Ja, wahrscheinlich ein Haufen Elektrik oder sonst was drin. Ein tiefes Loch, aber wenn wir nicht reinfallen. Das hier ist auch noch interessant. Ich vermute, dass das ein Granatenaufzug war. Ne? Dass man hier die Granate reingestellt hat, irgendeinen Knopf drückt und ging das Ding hoch zum Geschützraum. Boah, die Räume hier schauen aus wie Lager. Ach, schau mal, was haben wir denn da? Ja, kleiner Freund. Schaut eine Kröte aus. Alles gut. Dir tut keiner was. Hübsch schön weiter. Und wie gesagt, dass man von hier aus dann eben das bestückt hat. Ne? Mit diesem, ich denke, dass ein Granatenaufzug ist. Das ist ja mega spannend. Hey. Hier sieht man es auch wieder, diese Rutsche für die leeren Hülsen. Stalaktit, Stalagmit müsste es sein, ne? Genau. Wenn es Stalaktit und Stalagmit. Und wenn sie sich berühren, dann ist es ein Stalagmat. Wenn ich es jetzt richtig erzählt habe. Hier die nächste Geschützkuppel. Hey, das ist so abartig. Hier mit diesem Granatenständer. Das ist wirklich hey, Geschichte aus dem letzten Jahrhundert. Wahnsinn. Aber wie gesagt, das habe ich im Hauptvideo auch falsch gesagt. Das ist keine Festung, das ist eine Panzerfeste. Eine Feste war die modernisierte Form einer Festung, also etwas moderner.
Wie im Detail weiß ich jetzt auch nicht. Die Bauzeit war, meine ich, von 1907 bis im späten Jahr 1911. Da wurde es ja eingeweiht, kurz vorm Ersten Weltkrieg. Das war ja früher Deutschland, der Teil hier von Frankreich, in dem wir gerade sind. Nach dem Ersten Weltkrieg war es wieder französisch. Dann wurde das Teil in die Maginot-Linie mit eingebunden. Und im Zweiten Weltkrieg hat es die Wehrmacht wieder übernommen. Ich glaube so als Lagerbunker oder so. Ne? Hat dann auch Elektrik hier reingezogen. Alleine hier, da fühlt man sich schon ein bisschen unwohl. Ne? Das ist jetzt hier die dritte Geschützkuppel sein. Hier auch wieder diese Ständer, diese Granatenständer. Da oben an der Geschützraum. Da steht hier noch irgendwas mit Krupp, wahrscheinlich Kruppstahl. Krass, dass das hier alles noch so vorhanden ist, das ist schon echt beeindruckend. Was sagt ihr, Freunde? Also wenn es euch gefällt, dürft gern liken, teilen, kommentieren, Abo dalassen, würde mich riesig freuen. Das bringt den Kanal weiter und wenn wir wachsen, dann können wir immer noch mehr geile Abenteuer erleben. Also, auf, rein in die Kommentare. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war ein Ringmagazin von 6 Stück. Jetzt die konnten wir dann hochlassen. Das ist interessant, dass man das noch. Das Teil hat es noch gefehlt zum Puzzle. Ja, hier Motoren, Seilzüge. Ja, so hat das funktioniert dann. Ja, nicht schlecht. Wie gesagt, geht da ganz bis hinter durch. Das sind halt diese Lagerräume, ich schätze, für die Munition. Hier nochmal Lüftung. Und Nummer 3 steht an der Tür. Hier hinten geht es noch kurz ums Eck. Auch wieder eine kleine Klettereinlage. Auch nicht brechen. Ja, könnt heben. Und schwupp. Und das hier ist auch mal saugefährlich. Die Dinger sind durchgerostet, teilweise dann dünn wie Papier und dann macht es Abflug. Ne? Hier vermutlich der Wassertank. Hier ist noch ein letzter Raum. Hier auch noch schön. Bisschen hier so Verzierung an der Wand. Geil. Wisst ihr noch vorhin, wo die Tür zu war? Das war hier, wo der Eingang geflutet war. Da standen wir vorhin hier dran vor der Tür. Ich will nur schauen, ob die Anlage mit der ersten verbunden ist. Aber in die erste gehe ich nicht mehr rein, weil da haben wir uns ja damals schon 4 oder 6 Stunden übelst verlaufen. Und da habe ich heute, es ist ja bald 20 Uhr, da habe ich heute keine Lust drauf. Nee. Sind wir gleich am Eingang, wo wir rein sind? Okay, ist noch hell. Okay, von hier sind wir rein. Hier war ein massiver Einschlag. Da hat man was reingedonnert. Bis hier hinten. Das war ein Treffer. Das war ein Kabelkanal da hinten. Diese Kiste. Nummer 40R K2 steht drauf. Freunde, wer weiß, was das ist? Gerne in die Kommentare. Okay, hier ist so Ende. Haben wir so einen Klapptisch. Das Abort. Und hier gleich auf dem Scheißhaus Schießscharten. Okay. Hier sitzt schon wieder eine dicke Riesenspinne. Tut dir nicht weh. Du musst nur ein bisschen auf die Seite. Nur dein Netz mal wegmachen. Ich tue dir nichts, Spinne. Alles gut. Okay. Aber wie gesagt, wenn es hier noch öfter abzweigt, ich schaue es nicht allzu weit da rein mehr. Ich glaube, da hinten ist verschüttet. Ja, das können wir schnell machen. Hier auch wieder so ein Dornentor. So ein Gittertor. Und hier oben noch, hier Elektrik, Lampenfassung. Ja, hier kommen schon Risse. Da hat es einen massiven Bombeneinschlag gegeben. Zack, bumm, kaputt. Und so schaut es dann aus, Freunde. Ja gut. Ja, Kommando zurück. Ich denke, ich werde jetzt noch ein paar Fotos machen. Sehen wir uns draußen wieder. Bis gleich. So, jetzt ist schon weit nach 20 Uhr, also wird es dann auch bald dunkel. Jetzt hier mal durch den Dschungel wieder rauskämpfen. Schauen, dass wir heile zum Auto kommen. Jetzt bin ich wieder am Auto angekommen. Hier steht Lucille.
Wenn man ein paar Stunden unterwegs ist, ne, hat man hier einen kleinen Mückenfriedhof, ne, auf der Scheibe. Das war jetzt wie gesagt der vorletzte Tag des ersten großen Roadtrips mit Lucille. Morgen ist der letzte Tag. Da haben wir noch einen kleinen Stopp. Der hat mit Lucille zu tun. Ich gehe jetzt erstmal ins Hotel. Letzte Nacht gönnen wir jetzt ein Hotel, habe ich mir gedacht. Mal duschen, mal fein duschen und noch schön essen. Ne? Also ich lasse mal gut gehen und man sieht sich. Bis später. Ciao.